Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es in gewisser Weise um ein Spartenthema oder ein Spezialgebiet aus dem Bereich Messer, das viele vielleicht als einigermaßen unnötig betrachten. Es geht um Pilzmesser. Eigentlich geht es um ein ganz besonderes Pilzmesser. Das wäre dieses hier, darauf komme ich dann gleich noch. Ich möchte erstmal kurz auf das Thema allgemein eingehen. Da gibt es in diesem Bereich schon sehr viel Auswahl. Zum Beispiel diese günstigen Discounter-Modelle, die typische Pilzmesserklinge, eine Bürste, also absolut zweckmäßig. Manch einer geht auch mit einem einfachen Küchenmesser in den Wald, vielleicht noch einen kleinen Pinsel als Ergänzung. Funktioniert ebenfalls. Man könnte sich auch ein Pilzmesser selbst bauen. Im November 2019 habe ich mir weit vor Opinel ein Messer ausgedacht, das schon Löffel und Gabel aufnehmen konnte über ein kleines Adaptersystem. Ist natürlich nicht so praktisch wie das von Opinel, aber es würde funktionieren. Man kann damit auch ein Tee-Ei aufnehmen. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit ist durchaus berechtigt. Ja, das war damals auch alles nicht so ernst gemeint und das Video ist irgendwas zwischen peinlich und lustig. Verlinke ich euch mal bei Interesse in der Videobeschreibung. Ich hatte damals auch die Idee, mir einen kleinen Pinsel anzufertigen. Somit hätte ich dann so eine Art Do-it-yourself-Pilzmesser. Ich habe hier ein Zentimetermaß und einen Pinsel. Die Klinge ist jetzt keine typische Pilzmesserklinge, aber auch das würde funktionieren. Es gibt ein Pilzmesser von Opinel, das würde dann in etwa so aussehen, also so wie das hier, nur mit einer Bürste hinten. Ja, das hatte ich mal. Ich habe das aber Fred Prana geschenkt. Fred hat mir freundlicherweise ein Bild davon zur Verfügung gestellt. Er hat es mittlerweile ein wenig modifiziert. Ja, es sieht wirklich sehr gut aus. Und irgendwie schließt sich hier auch der Kreis, denn dieses Messer ist eine Leihgabe von Fred. Es handelt sich hier um das Fox Knives TFG 409. TFG steht für Tools for Chance. Das heißt, wir haben hier eine Sonderausführung von Fox Knives für Tools for Chance in der Fred Prana Edition. Freds Name ist hier am Klingenrücken eingelasert. Ist natürlich wirklich eine tolle Sache. Dieses Messer basiert auf dem Spora FX 409 von Fox Knives. Das hat andere Griffschalen, ansonsten ist es ziemlich baugleich. Und ich bin einer von 3 Glücklichen, die dieses Messer im Zuge eines Passarounds vorstellen dürfen. Die anderen 2 sind Christoph vom Kanal Schnorres 58 und Jörg vom Kanal JP Homeland JPH. Es gibt auch ein Video von Dennis Hauser zum TFG 409. Fred Prana ist in einem Pilzvideo nebenbei auf das Messer eingegangen, da kommt aber sehr wahrscheinlich auch noch eine detaillierte Vorstellung. Die Kanäle von Christoph, Jörg, Dennis und Fred möchte ich euch wärmstens empfehlen. Das sind noch Kanäle mit Messervorstellungen, bei denen es auch tatsächlich ums Produkt geht. Alle Kanäle bzw. deren Videos verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Bitte unbedingt mal vorbeischauen. Jetzt soll es aber endlich losgehen. Auffällig ist erstmal die gute Handlage. Das Griffvolumen liegt hier bei etwa 7 cm. Also das ist schon wirklich ordentlich. Die Grifflänge liegt bei 11 cm. Davon sind 10 cm greifbar. Und man kann hier auch durch diesen Bereich in den Vorgriff gehen. Also das ist alles gut gelöst. Dieser Clip stört die Handlage meines Erachtens nicht. Das ist in Ordnung. Er ist allerdings relativ prägnant. Tip-Down rechts, leider auch nicht umsetzbar und optisch muss einem auch gefallen. Das ist aber wirklich nebensächlich. Einen schönen Vorteil haben wir hier. Das Messer ist komplett zerlegbar. Das sind 6er Torx, auch hier am Clip und bei der Achsschraube haben wir 8er Torx. Dazu die offene Bauweise. Also das ist auf jeden Fall gut gemacht. Wir haben sehr stabile Stahlliner, 1,5 mm breit und somit sind die wirklich auch wie gemacht für einen Linerlock. Also man hört auch dieses satte Geräusch. Das gefällt mir auch sehr gut. Und der Linerlock sitzt perfekt. Also in Sachen Verarbeitung ist das hier wirklich alles sehr schön gemacht. Es wurden hier Phosphor-Bronzewascher verbaut, also kein Kugellager. Und auch das ist eine gute Wahl für Pilzmesser. Der Klingengang ist noch ein bisschen stramm. Das wird sich mit der Zeit dann aber einspielen. Also ein bisschen Öl und vielleicht die Achsschraube minimal lockern und dann funktioniert das hier wirklich richtig gut. Klingenspiel gibt es hier gar nicht. Also das ist wirklich gut gemacht. Wir haben hier eine sehr massive Bauweise, sehr gut verarbeitetes Messer und das wirkt sich auf das Gewicht aus. Das sind 120 Gramm.
gut. Aber ja, ich denke, es ist noch im Rahmen. Dieser Daumenpin wäre umsetzbar von rechts auf links, auch mit einem 6er Torx, also das ist auch kein Problem. Es ist natürlich ein Kompromiss für Linkshänder, das muss man schon dazu sagen. Das ist ein bisschen schade, aber im Ansatz ist es für Linkshänder geeignet. Die Einhandöffnung wäre hier auch über den Klingendurchbruch möglich im Bereich der Spitze, also das funktioniert auch. Und da möchte ich gleich dazu sagen, diese Einhandöffnung hebt dieses Messer von anderen Pilzmessern definitiv ab. Also mir ist bis jetzt noch kein Messer bekannt, das mit Einhandöffnung auf dem Markt ist, außer diesem Messer. Man kann sich natürlich so einen Pin nachträglich hier auf den Klingenrücken schrauben, das würde auch gehen. Ansonsten ist es aufgrund des Linerlocks und der Einhandöffnung natürlich nicht 42A konform. Dazu sage ich dann im Fazit noch was. Die Klingenform ist absolut typisch für ein Pilzmesser. Wir haben hier eine Hawkbill-Klinge, Clown-Klinge, Talon. Also einfach eine schnabelartige Klingenform, die bietet sich einfach an. Das heißt, die Klinge umarmt das Schnittgut sozusagen. Das Schnittgut kann eigentlich gar nicht anders als hier entlang zu laufen. Also das gefällt mir gut. Der Schnitt ist definitiv effektiver, einfacher. Für ein Pilzmesser ist das dann schon sehr, sehr gut. Das zeige ich euch dann gleich noch. Kurz noch zur Beschriftung. Links ist hier auf der Klinge das Fox Knives Logo. Dann sieht man hier relativ schwach leider das Tools for Chance Logo. Hier oben steht noch Fox Knives Italy, das wird man schwer lesen können. Und unten ist noch die Stahlbezeichnung 12C27. Auf den Stahl gehe ich dann auch noch mal ganz kurz ein. Die Klingenlänge liegt hier bei 68 mm. Effektiv sind das immer noch etwa 60 mm. Klingenbreite 2,8 mm. Und wir haben hier einen wirklich schön fein ausgeschliffenen Flachschliff. Die Ergonomie ist wirklich auch hier sehr gelungen. Hier kann man den Daumen schön auf Fred Prana auflegen. Ja, das ist wirklich gut gemacht. Hier in diesem Bereich haben wir auch ein kleines Chimping. Und das ist wirklich angenehm, also nicht zu aggressiv. Gefällt mir auch gut. Vorne ist ebenfalls ein Chimping. Das ist eigentlich nicht für den Daumen gedacht. Man könnte schon so in diesen Vorgriff gehen. Das ist bei vielen Pelzmessern zu finden. Ebenfalls für die Reinigung, also für die grobe Vorreinigung. Alles, was der Pinsel nicht schafft, kann man hiermit schon mal so ein bisschen wegkratzen. Also wirklich gut gemacht. Ein sehr durchdachtes Messer. Ja, was soll man sagen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in so eine Art Praxisaufnahme. Allerdings muss ich dazu sagen, das ist wirklich stark improvisiert. Bei uns hat es hier schon geschneit und ich denke, es ist ein bisschen zu spät für Pilze. Okay, bis gleich. Wenn man Ende November ein Video über ein Pilzmesser dreht, wird es ein bisschen schwer. Das gestehe ich offen ein. Ich versuche mein Bestes. Ich improvisiere hier stark und hoffe gleichzeitig so ein bisschen auf eure Fantasie. Wir haben es hier mit einem pflanzlichen Wolpertinger zu tun. Das ist sozusagen ein Champignon-Karottenpilz. Eine Methode, einen Pilz zu ernten, wäre ihn herauszudrehen. Und das mache ich jetzt hier mal. Ich drehe den Pilz raus und dann hat man hier oftmals noch so einen Wurzelanteil. Ja, den kann man dann ein bisschen wegschneiden. Und dann kann man den Pilz hier auch grob reinigen. Und zwar mit diesem vorhin besagten Chimping. Und erst wenn dieser grobe Dreck weg ist, kommt die Bürste zum Einsatz. Und ihr seht schon, es funktioniert ganz gut. Auch hier oben. Also definitiv schon mal eine Methode. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, und zwar die Möglichkeit, diesen Pilz unten abzuschneiden. Das ist jetzt hier ein bisschen schwer, deswegen improvisiere ich auch hier. Ihr stellt euch einfach vor, ich habe den jetzt unten abgeschnitten. Die Schnittfläche ist schon da. Auch hier wieder die grobe Reinigung. Dann kommt der Pinsel zum Einsatz. Und hier oben ist auch ein bisschen Schmutz, vielleicht auch Insekten oder Blätter, ähnliches. Also das funktioniert alles sehr gut. Zu diesen beiden Methoden möchte ich jetzt auch gar nicht so viel sagen, ob jetzt abschneiden oder rausdrehen. Das kann ich selbst gar nicht so gut beurteilen, muss ich sagen. Ich bin kein Pilzspezialist. Ich kann nur sagen, dass meine Freundin und ich eher zur Schneidfraktion gehören.
das Thema wird in der Pilzszene auch ziemlich heiß diskutiert. Aber wie gesagt, das ist hier kein Pilzbereitungsvideo. Ja, man sieht aber hier auch eindeutig mal den Vorteil der Klingenform. Das, was ich vorhin gesagt habe, man umarmt das Schnittgut quasi und das kann eigentlich gar nicht weg. Das ist wirklich eine tolle Sache. Das ist letztendlich so ähnlich wie bei einem Erntemesser oder einer Sichel, vielleicht auch einer Sense. Also das Schnittgut hat kaum eine Möglichkeit, dem Schnitt zu entkommen und ja, deswegen eben diese sinnvolle Klingenform. Der Schnitt läuft hier auch auf jeden Fall in die richtige Richtung und das ist natürlich Vorteil, ne? Ja, kommen wir zu den Bürsten. Da mache ich jetzt einen kleinen Schnitt. Ein gutes Pilzmesser hat auch immer eine gute Bürste. In diesem Fall ist die ausklappbar, befindet sich hier am Griffende. Man sieht auch hier so ein kleines Chimping. Ja, wenn man das jetzt hier öffnet, zieht man das immer so ein bisschen wie die Klinge. Man hört es auch. Nochmal. Wie gut das dann auf Dauer ist, kann ich nicht beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht sonderlich gut ist. Jörg hatte in seinem Video die Idee, dass man hier die Klinge über den Durchbruch immer so ein bisschen anheben kann und dann erst die Bürste ausklappt. Das funktioniert auch einhändig wirklich gut. Also wirklich eine tolle Idee. Ich denke, das wird die Lebensdauer dieser Bürste deutlich verlängern. Ja, übrigens könnte man diese Bürsten auch sehr, sehr leicht austauschen. Ich habe mal bei Fox Knives nach Ersatzbürsten für das TFG 409 gefragt. Bisher habe ich leider keine Antwort erhalten. Das werde ich dann gegebenenfalls in der Videobeschreibung ergänzen. Ansonsten macht die Bürste, was sie soll. Das habt ihr gesehen. Sie bürstet. Das sind auch leicht zu reinigende Kunststoffborsten, also auch das passt. Dann nochmal kurz hier zum bewährten 12C27 Klingenstahl. Der hat hier 13,5% Chromanteil, ist also wirklich sehr rostträge. Vielleicht ist das ganz gut beim Pilzesammeln, da ist ja dann doch viel Feuchtigkeit im Spiel. Interessant finde ich hier allerdings den Härtegrad von 54 bis 56 HRC. Das heißt, der Stahl wurde hier in seiner Leistungsfähigkeit nicht ganz ausgereizt. 58 bis 60 HRC wären hier locker möglich. Mit den 54 bis 56 HRC hat man hier klug und anwenderfreundlich agiert. Man stochert ja dann doch hier gelegentlich in der Erde rum. Vielleicht hat man auch mal einen Sandkorn im Weg. Und dann ist hier eine leichte Nachschärfbarkeit wichtig. Das geht in diesem Fall hier auch ganz einfach, indem man frühzeitig interveniert und die Schneidphase mit einem Wettstahl wieder aufstellt. Da gibt es dann auf dem Markt ganz günstige kleine Stähle. Hier zum Beispiel auch von Lansky. Also da gibt es kleine Sachen, die man mitführen kann, die auch nicht viel wiegen und keinen Platz wegnehmen. Das wäre kein Problem. Und das mit diesem Wettstahl, genau das empfehlen auch sehr, sehr viele Messermacher. Damit kann man sich dann häufig diesen stark abrasiven Vorgang des Schärfens auf Steinen oder Ähnlichem sparen. Zumindest kann man es dann vielleicht auch herauszögern. Also das ist wirklich eine gute Sache. Da hat sich Fox Knives auch Gedanken gemacht. Ja, alles in allem wirklich ein tolles Messer. Ich würde sagen, Zeit fürs Fazit. Mein Fazit, das ist ein wirklich besonderes Pilzmesser, sozusagen ein Pilzmesser 2.0. Wir haben hier die Einhandöffnung, dieses Orange Blaze G10. Das heißt, wenn man das Messer mal im Wald neben sich ablegt beim Pilzesammeln, dann findet man das auch gleich wieder oder wenn es dann vielleicht sogar aus der Tasche fällt. Es ist leicht zerlegbar, die Kunststoffborsten sind leicht zu reinigen, das ganze Messer ist leicht zu reinigen durch diese offene Bauweise. Wir haben hier einen Clip, auch eine schöne Sache. Also es ist alles sehr wertig, sehr stabil ausgeführt. Kritik gibt es von meiner Seite nur minimal. Ich hätte mir vielleicht eine Linkshänder-Variante gewünscht. Sowas ist aber leider nicht so leicht umsetzbar. Das wären zusätzliche, schwer zu kalkulierende Produktionskosten. Christoph hätte sich einen umsetzbaren Clip gewünscht. Ich hätte mir beispielsweise gar keinen Clip gewünscht, sondern eine schöne Gürteltasche. Dafür würde aber auch das hier notfalls funktionieren. Ja, da sieht man schon, wie schwer das dann für einen Hersteller ist. Also da gibt es immer etliche Meinungen und Wünsche seitens der Konsumenten. Also man kann es dann wohl doch nicht jedem recht machen. Den 42A möchte ich auch noch ganz kurz anschneiden. Dieses Messer ist ein Spezialmesser. Man wird es wohl überwiegend im Wald tragen. Das heißt, für mich gibt es da eher wenig Probleme. Für den Transport könnte man diese Tasche nennen. Und dann kann man hier ein kleines Schloss durch diese Schlaufe und den Reißverschluss führen. Also auch das würde funktionieren. Das geht auf jeden Fall. Insofern denke ich, dass der 42A hier eher ein sekundäres Problem ist. Ja, sonst zum Preis noch ganz kurz. Wir liegen hier beim TFG 409 um die 60 Euro. Europäische Produktion, Made in Italy, Maniago.
Gute Verarbeitung, gute Materialien. Also der Preis geht völlig in Ordnung. Und Jörg hat in seinem Video schon richtig angemerkt, der Preis amortisiert sich schnell, wenn man einiges an Pilzen gesammelt hat und diese nicht kaufen muss. Also da hat er auch recht. Natürlich kann man sich auch ein günstiges Pilzmesser kaufen, das ist wirklich jedem selbst überlassen. Aber von meiner Seite kann ich sagen, absolute Empfehlung. Ja, dann möchte ich mich noch bei Fred bedanken, dass ich dieses Messer vorstellen durfte. Ist natürlich wirklich eine tolle Sache. Noch eine ganz kleine Geschichte zu Fred. Fred hatte bereits Mitte 2020 die Idee zu einem leicht zerlegbaren Pilzmesser mit Einhandbedienung und knalligen Farben und eben diesen Clip. Er hat auch ein Design entworfen, das hat es bisher leider noch nicht zur Serie gebracht. Also für eine Privatperson ist sowas kein leichtes Unterfangen. Und so kam es dann eben vorerst zu dieser Fred Prana TFG Fox Knives Edition. Dieses Messer kam etwa Mitte 2022 auf den Markt. Ja, ich drücke Fred wirklich alle Daumen, dass sein Entwurf auch noch produziert wird. Das wäre wirklich eine tolle Sache, würde ich mir auch wirklich sofort zulegen. Ja, ich drücke die Daumen, Fred. Das war es dann auch schon wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.